Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit ein bisschen einem anderen Thema. Und zwar geht es heute darum, welche Set-Teile oder welche Set-Teil-Kombos es gibt, die vor allem im Low-Level relevant sind und euch den Alltag in Flive im besagten Low-Level erleichtern können. Es kann zum Beispiel sein eine Kombination, wie ihr mehr Tank seid, als wenn ihr nur das normale Set tragen würdet. Oder eine Kombination, wie ihr mehr Int habt, damit eure Buffs besser werden. Und ja, ich habe ein paar Kombos zusammengestellt und die gucken wir uns jetzt zusammen an. Und wir fangen direkt an mit Ringmaster. Ja, das habe ich hier gerade schon erwähnt, Buffhöhe, da denkt man natürlich sofort an Ringmaster. Bei Ringmaster gibt es auch die meisten Kombinationen und naja, in der Regel haben sie auch mit der Buffhöhe zu tun. Das erste ist quasi ab Level 60 kann man das machen. Zum Buffen halt vor allem relevant oder halt, wenn ihr kein vollständiges Wedge-Set zum Beispiel habt und euch auch nur die Buffhöhe tendenziell interessiert. Für Cast-Time und so ist das natürlich immer schlecht. Aber ihr könnt auf Level 60 2 Teile Wedge-Set tragen, da bekommt ihr 7 Int. Und 2 Teile Surrend, da bekommt ihr 5 Int. Das sind zusammengenommen 12 Int, ist besser als 7. Klar, ist nicht die Welt, ist jetzt nicht gigantisch. Aber es ist vor allem auch meistens günstiger, weil oftmals ist es bei diesen Set-Kombos so, dass eine Version deutlich günstiger ist von dem Set. Und bei Surrend-Set versus Wedge-Set, gut, ist bei alten Servern vielleicht nicht mehr so relevant, aber vor allem bei neuen Servern relevant, Surrend ist meistens wesentlich günstiger. Das heißt, es ist günstiger, man trägt 2 Teile Wedge und 2 Teile Surrend und vor allem die Suit Surrend, weil dann hat man einerseits mehr Def und man hat auch, wie gesagt, weniger Kosten. Aber vor allem ist es halt relevant, weil ihr dann ein bisschen mehr Int habt und vielleicht dann schon die nächste Buff-Stufe erreicht. Dann ab Level 75 könnt ihr, ab Level 90 könnt ihr das gleiche nochmal machen mit 2 Teile Wedge, 2 Teile Shupon. Da habt ihr dann statt 12 17 Int, 10 Int von 2 Teile Shupon und 7 Int von 2 Teile Wedge. Und dann ab 105 geht das Ganze mit Shupon und Navi weiter. Da habt ihr 2 Teile Shupon, 2 Teile Navi, insgesamt 25 Int. Bei Navi ist es auch wieder so, Shupon ist in der Regel bisschen günstiger oder eigentlich schon deutlich günstiger. Und hier kann man theoretisch auch ein bisschen Geld sparen, wenn einem die Cast-Time grundsätzlich egal ist. Aber vor allem kann man hier halt 25 Int mit 4 Set-Teilen erreichen, was auf jeden Fall eine weitere Buff-Stufe sein sollte. Und das ist schon mal ziemlich nice. Und auf Level 135 geht das Ganze dann auch nochmal mit dem Kainos-Kaisern-Set meine ich natürlich. Das gibt auch 15 Int zweiteilig. 15 plus 15 ist 30. Das heißt, hier hat man dann schon zusätzlich 30 Int. Und damit Level 135 die meisten Leute, wenn sie kein sehr gutes Equipment haben, auf jeden Fall noch nicht die höchsten Buffs freigeschaltet haben, beziehungsweise auch eine sehr gute Buff-Time haben, kann das hier auf jeden Fall für viele, denke ich mal, relevant sein. Das war es aber noch nicht mit Ringmaster. Jetzt haben wir noch eine weitere Kombination. Deswegen war ich gerade bei Pax Set. Denn auch bei 75 gibt es eine Kombination. Und zwar 3 Teile Paxt und eine Clockwork Suit. Und zwar wäre das in dem Fall die Undyne Suit und beziehungsweise die Rashadyne Suit, je nachdem, welches Teil man benutzt. Die gibt zwar 10 Hitrate und 5 MP, denkt man sich jetzt so grundsätzlich, okay, was will ich mit dem Müll? Aber sie gibt vor allem Resistenzen gegen jedes Element. Das heißt, es ist immer dann gut, wenn ihr nicht gegen Windmonster kämpft. Also wer ein Pax-Set trägt, ist ja in der Regel eigentlich, also kann man auch als Supporter tragen natürlich, aber es ist ja eigentlich ein AOE-Set. Es gibt ja Skill Damage zum Beispiel auch als dreiteiliger Effekt. Und wenn ihr es dreiteilig tragt, habt ihr den 10% Skill Damage, ihr habt die 10% Cast Time. Den einzigen Wert, den ihr dann verliert, ist 15% HP-Rate. Aber ist nicht so schlimm, vor allem wenn ihr relativ viel Int habt, dann ist 15% HP-Rate sowieso nicht so krass. Man kann auch einfach ein HP-Pad dazu ziehen, dann kann man das wieder ausgleichen. Und mit der CW-Rüstung, mit der Undyne oder Rashadyne Suit, hat man wesentlich höhere Def bzw. halt Resistenzen gegen die verschiedenen Elemente, außer Wind. Das heißt, immer wenn ihr nicht gegen Windmonster kämpft, ist das auf jeden Fall die bevorzugte Kombination, weil ihr damit definitiv mehr Tank seid. Nur dann, wenn ihr gegen Windmonster kämpft, weil es leider keine Elementresistenz gegen Wind bei diesen Suits gibt, nur dann wäre das vollständige Pax-Set die bessere Wahl. Und das sind die verschiedenen Set-Teil-Kombinationen für Ringmaster. Was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen bei Ringmaster ist, warum man dort die Suit auf jeden Fall austauschen wollen würde in der Regel, ist, weil die Suits von Ringmaster grundsätzlich am teuersten sind. Also vor allem, wie gesagt, wir gucken uns ja Low-Level-Equipment an. Da spielt ja auch wirklich der Preis eine große Rolle. Und in dem Fall wäre es tatsächlich so, dass halt die, also ist jetzt nicht extrem teuer, Pax normalerweise, aber schon deutlich teurer als die meisten anderen 75er Suits. Also könnte man hier durchaus auf die Suit zurückgreifen.
Ein anderer Tipp wäre noch, die Undyne Suit gibt ja wie gesagt MP-Rate plus 5 und Hitrate plus 10, was uns jetzt als RM oder auch als BP grundsätzlich erstmal nicht so ultra viel bringt als AOE-Klasse. Wenn du die Boots benutzt, ja, von dem Rashadyne Set, dann gibt es noch 100 Zusatzschaden dazu. Das heißt, damit würde man einerseits mehr tanky sein oder mehr tanky werden und man würde noch mehr Damage machen. Allerdings ist der kleine Nachteil, dass die Boots auch tatsächlich 2% weniger Resistenz geben. Das heißt, man würde quasi einen minimalen defensiven Vorteil gegen einen minimalen offensiven Vorteil austauschen. Aber das wollte ich nur am Rande bemerkt haben, der Vollständigkeit halber. Also hier würde es tatsächlich wahrscheinlich sogar Sinn machen, auch die Boots in Erwägung zu ziehen. Vor allem bei Billposter, weil bei Billposter ist es jetzt so, dass das AOE-Set erst auf Level 90 verfügbar ist. Das heißt, grundsätzlich ist es mehr oder weniger das gleiche Set wie das Pax-Set, also gleiche Situation. Allerdings haben wir hier die Situation, dass die Arcane Suit schon deutlich mehr Grund-Def hat als die Undyne Suit zum Beispiel. Und man hier eben, wie gesagt, dann darüber streiten kann, ob man nicht vielleicht lieber die Boots dann nimmt, für wie gesagt ein kleines bisschen mehr Damage, minimal weniger Def und dann quasi noch ein besseres Verhältnis sozusagen hervorruft. Aber das ist leider die einzige Set-Kombination, also 3 Teile vom Arcane-Set plus Undyne Boots oder Suit. Das wäre hier die Kombination für Billposter. Als nächstes haben wir den Ranger und vor allem den Hit-and-Run Ranger bzw. AOE Ranger. Hier haben wir 2 Kombinationen. Die erste Kombination ist folgende. Sie ist sehr basic, muss man sagen, aber hey, es ist besser als nichts. Und zwar auf Level 60 spielen ja viele Hit-and-Run Ranger erstmal, die meisten eher noch nicht Face-Tank, weil da einfach noch die Werte so ein bisschen fehlen. Und hier kann man tatsächlich einen einfachen Trick vornehmen, weil es gibt ja kein wirkliches AOE-Set für den Levelbereich, sage ich mal, wo man zum Beispiel Skill-Damage bekommt, bis Level 75 zumindest nicht. Und auf Level 60 kann man aber trotzdem schon deutlich mehr Schaden machen. Und zwar nimmt man ein zweiteiliges Cruiser-Set. Es gibt hier 75 Bow-ATK, auch Jojo, aber obviously bringt einem das nichts als Ranger. Und auf Level 60 gibt es aber auch das Restron-Rapron-Set. Und das gibt zweiteilig tatsächlich 7 Decks. Grundsätzlich wäre das Rapron-Set natürlich das Set, was man als AOE-Ranger eher tragen würde, wenn man tatsächlich Face-Tank AOEen wollen würde, weil man hier natürlich ja, die entsprechenden Werte hat. Aber für den Run-Ranger, was wie gesagt die bevorzugte Art in dem Levelbereich normalerweise ist, wäre es 2 Teile Rapron und 2 Teile Cruiser. Dann wiederum, wenn ihr aber AOE-Ranger seid, dann habt ihr die einfache Möglichkeit auf Level 60, Face-Tank AOE-Ranger seid, auf Level 60 das dreiteilige Rapron-Set zu nehmen, wie gehabt. Habt ihr sogar die HP-Rate diesmal dabei und tauscht lediglich die Suit aus gegen die Roren-Rorien-Suit. Die gibt hier Attack Speed plus 10, also selbst das wird sogar ein bisschen ausgeglichen und hat halt wie gesagt wieder diese Resistenzen und sogar einen höheren Def-Wert als die Restaurant-Suit, also damit ist man auf jeden Fall deutlich tankiger, also wesentlich tankiger und ja, wäre die bevorzugte Combo. Und das gleiche macht man auf 75. Auf 75 würde man dann dreiteilige Rapron gegen dreiteilige Oscar oder Okas austauschen und wie gehabt, auch hier wieder nimmt man dann die Rorend Suit am ehesten, weil sie die höchsten Resistenzen hat. Gibt keine wirklichen anderen Werte von einem Rorend-Set, das für AOE Ranger oder Hit-and-Run Ranger wirklich eine Rolle spielen würden. Und wieder immer das gleiche gegen Windmonster muss man immer aufpassen, weil da hat man keine Elementarresistenzen von der Rorend Suit. Aber ansonsten gegen alle Monster außer Wind ist das die bevorzugte Combo. Und zu guter Letzt haben wir noch den Blade und den Knight. Warum erwähne ich sie im gleichen Atemzug? Weil bei ihnen zweimal genau das gleiche zutrifft. Also auf Level 60, auch wieder für AOE vor allem, also eigentlich nur für AOE relevant. Restcon-Set, dreiteilig, ist das gleiche wie beim Ranger gerade. Der vierte Effekt ist Attack Speed. Grundsätzlich muss man sagen, natürlich, Attack Speed ist nicht unwichtig, weil damit die Pullgeschwindigkeit einhergeht. Also ein vollständiges Restcon-Set zum Pullen zu haben und dann beim Stehenbleiben zu wechseln, wäre wahrscheinlich die bessere Alternative. Jedenfalls ist es so, 3 Teile Restcon plus Shamudra Suit sorgt wieder dafür, dass ihr wesentlich mehr aushaltet. Die Suit gibt sogar nochmal zusätzlich 50 Def, ist natürlich nicht viel, aber macht tatsächlich nochmal einen kleinen Unterschied. Und damit hat man auf jeden Fall wieder viel mehr Resistenz, wie schon gesagt. Lediglich muss man halt aufpassen, wenn man hier 20% Attack Speed verliert beim Pullen. Wenn der Attack Speed so extrem niedrig ist, kann das schon nerven. Also zum Pullen, wenn man seine AOE erstmal sammelt, wäre es wahrscheinlich klüger, man hat trotzdem ein vierteiliges Restcon-Set und wechselt dann erst zum AOEen auf die Shamudra Suit. Aber kann jeder machen, wie er will. Und auf Level 75 ist dann im Endeffekt das gleiche wie schon bei den anderen Klassen. Wir verlieren wieder 15% HP-Rate, haben aber wesentlich bessere defensive Werte, die Elementarresistenzen. Und von dem her wäre es hier klüger, auf jeden Fall auch wieder eine Shamudra Suit in das Set einzubauen. Und
das gleiche geht dann eben für den Knight. Wir haben hier exakt die gleichen Werte. Also erstmal natürlich das Rescon-Set, da ist alles genauso, wie ich es gerade gesagt habe. 1:1 gleich. Und beim Warpon-Set eigentlich auch. Auch hier wieder 15% HP-Rate, die wir austauschen können gegen eine Shamudra-Suit. Und haben damit einfach wieder mehr Resistenz, sind mehr Tank und können mehr aushalten. Und verlieren aber auch nicht den Skill-Damage, der wirklich wichtig ist bei den 75er-Sets, weil als AOEler will man ja Damage machen, man will ja nicht nur aushalten, man will ja auch Schaden machen. Und hier haben wir quasi keine Kompromisse in dem Bereich. Und wie immer, wie gesagt, gegen Windmonster funktioniert das Ganze natürlich nicht, weil die Shamudra-Suit keine Windresistenz hat. Keine von den CW-Suits hat Windresistenz. Das muss man einfach nur immer im Auge oder im Kopf behalten und sich halt im besten Fall trotzdem die Suit dann langfristig besorgen. Oder man skippt halt die Windmonster. Auf jeden Fall darf man das nicht vergessen. Und ja, das waren jetzt so die Set-Teil-Kombinationen, die ich gefunden habe, die wohl ganz nützlich sein sollten. Wie ihr schon gemerkt habt, hauptsächlich für Ringmaster und AOE-Klassen relevant. Für 1v1 gibt es jetzt da nicht so wirklich viele Tricks. Das Problem bei 1v1 und vor allem auch Mages kam jetzt gar nicht vor, ist, dass oftmals der beste Wert, wie zum Beispiel 30% Crit Damage, 15% Magiebeschleunigung, 25% Magiebeschleunigung, das ist meistens immer der vierte Effekt. Und dadurch, dass das der vierte Effekt ist, gibt es halt nichts, was zweiteilig jemals besser sein könnte. Und das haben die schon absichtlich so gemacht, denke ich mal. Für AOE-Klassen, wie gesagt, das ist ganz cool mit den CW-Sets, diese Kombination. Oder bei Ringmaster dieses Zweiteile und hat man einen viel höheren Int-Wert. Das ist cool, aber es geht leider, wie gesagt, nicht für jede Klasse, nicht für jeden Spielstil, weil, ja, dass die Entwickler wohl sich selber gedacht haben, dass das dann wohl ein bisschen zu einfach wäre, wenn man sich da solche OP-Sets zusammenbasteln würde. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und ihr habt was Neues gelernt oder entdeckt. Und ansonsten sage ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Streams auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.